Kannst du uns vielleicht erzählen, wo genau wir uns hier gerade befinden? Wir sind hier am Außengelände vom Institut für Solarforschung und ja, man überlegt sich vielleicht, warum stellt man solche Spiegel hier nach Köln und nicht irgendwo hin, wo es viel, viel wärmer und heißer ist. Genau. Hier geht es darum, Technologien halt zu testen und zu entwickeln. Dafür braucht man nicht so viele Sonnenstunden, wie man sie zum Beispiel in der Wüste oder in Spanien, wo wir auch Außenstellen haben, bräuchte, sondern hier hat man die ganze Infrastruktur vor Ort, hier hat man die Hochschulen, mit denen man zusammenarbeitet und ja auch die Techniker. Okay, und was genau testet man hier? Wie wirkt sich Sonnenstrahlung aus? Warum? Also hier geht es vorwiegend um industrielle Anwendungen von konzentrierender Solartechnik, auch im Englischen Concentrated Solar Power, kurz CSP genannt. Es geht halt nicht um Photovoltaik, sondern es geht darum, halt die Kraft der Sonne auf einen Punkt zu konzentrieren, dort hohe Temperaturen zu erzeugen und diese hohen Temperaturen entweder direkt zu nutzen oder halt eine Flüssigkeit zum Verdampfen zu bringen, damit eine Turbine anzutreiben und darüber Strom zu erzeugen. Okay, und jetzt mal so als Beispiel, was könnte so ein Sonnenstrahl bewirken? Also wie stark ist der, wenn er wirklich gebündelt ist? Also ich meine, wir haben heute hier in Köln einen sonnigen Tag. Der beste Beweis dafür, wie stark die Sonne auch hier ist ein Tresor, den wir aufgeschmolzen haben. Da ist die Sonne halt durch 160 Schminkspiegel auf einen Punkt konzentriert worden, der ungefähr diese Größe hat. Und der hat ausgereicht, um eine Stahlplatte innerhalb von weniger als einer Minute durchzuschmelzen. Das ist ja ganz schön heftig. Also es sind sehr, sehr hohe Temperaturen, die erzeugt Weil die werden. liegen deutlich über 1500 Grad, das ist der Schmelzpunkt von Metall. Also die können bis an die 2000 Grad rangehen, die Temperaturen, die man dort erzeugt. Aber so hoch sind die in der industriellen Anwendung eigentlich nicht. Aber möglich ist es. So, und wovor stehen wir jetzt hier? Das ist eine sogenannte Parabolrinne. Die gewölbte Form des Spiegels reflektiert die Sonne auf und konzentriert die Sonne auf dieses Rohr in der Mitte. In diesem Absorberrohr kann sich eine Flüssigkeit befinden, eine Salzlösung, ein Öl, das erhitzt wird und das dient als Trägermedium und das verdampft. Und diesen Dampf kann man dann entweder direkt nutzen oder halt eine Turbine mit antreiben. Sowas findet man halt in den großen Solarkraftwerken in Nordafrika, in Spanien und auch in den USA. Also wir gehen jetzt ins Raumfahrtnutzerzentrum und finden mal heraus, was es mit der Mission Rosetta auf sich hat. Wir sind jetzt hier, um die Frage zu klären, was verbirgt sich eigentlich hinter der Mission Rosetta? Also die Rosetta-Mission ist gestartet am 2. März 2004 und befindet sich seitdem auf dem Weg zum Kometen Churyumov-Gerasimenko, wo sie im November diesen Jahres eine Landesonde absetzen soll. Und was genau erhofft man sich dann auf diesem Kometen zu finden oder zu erfahren? Also es ist eine Gesamtmission. Einmal versucht man direkt auf dem Kometen Analysen durchzuführen von der Kometenbeschaffenheit, von seinen physikalischen Eigenschaften, damit man weiß, woraus er besteht. Man denkt ja, dass das ein Komet ist aus der Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems. Gleichzeitig wird weiter die Rosetta Orbiter den Kometen umkreisen und mit dem auf den Rosetta Orbiter befindlichen Instrumenten auch Messungen durchführen, um diesen Kometen weiter zu untersuchen. Also diese Mission ist zweigeteilt. Einmal die Landung auf dem Kometen, aber gleichzeitig auch die Begleitung der Mission durch die wissenschaftlichen Experimente auf dem Orbiter selber. Also wir sehen jetzt hier im Hintergrund auf diesem Bildschirm ganz viele Zahlen, die einfach runterrattern. Was genau sagen uns diese Zahlen? Also es gibt jetzt zwei ganz wichtige Zahlen, die Sie hier sehen. Einmal die Entfernung des Kometen zur Erde, Ja. und einmal die Entfernung vom Rosetta zum Kometen selber noch. Das heißt also, im Augenblick sind wir bei ungefähr 400.000 Kilometer. Das ist von uns aus gesehen schon relativ nah. Das heißt, wir sind jetzt in der Phase, wo der Rosetta Orbiter so ganz langsam mit Manövern an den Kometen herangeführt würden. Also wenn wir jetzt nach dem Wake-up im Januar nichts getan hätten, wäre Rosetta am Kometen vorbei geflogen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Phase, wo man Rosetta auf die Bahn des Kometen bringt.
Okay, und wie lange wird das so ungefähr dauern, bis Rosetta auf dem Kometen landen kann? Also die Landung an sich ist geplant für November 2014. Man ist aber schon ein paar Wochen vorher, sagen wir mal, auf Distanzen so von 100 Kilometer. Das heißt, das ist von hier aus gesehen, man ist ganz nah dran. Ja? Okay. Und diese Zeit wird dann auch noch genutzt, um schon mal erste wissenschaftliche Experimente zu machen. So ein Komet hätte zum Beispiel ein Koma oder es werden Teilchen abgedampft. Und diese Sachen werden natürlich auch interpretiert und analysiert, weil man gerne wissen will, woraus besteht dieser Komet. Das kann man eben machen, indem man in situ, also auf dem Kometen, irgendwelche Untersuchungen macht, aber auch gleichzeitig indirekt aus einer Umlaufbahn heraus um den Kometen. Okay, gut. Vielen Dank. Ja, wenn das schon reicht, Dankeschön. Macht Spaß? Nee. Beobachten. Das ist die Erde. Unter uns könnten wir die Erde beobachten.